Hallo, schön, dass du da bist. In diesem Video möchte ich dir eine Wildpflanze des Frühherbstes vorstellen, und zwar den Dost. Der Dost oder Origanum vulgare. Origanum, das sagt einem doch was, oder? Ja, genau. Oregano, das ist auch noch ein Name des Dostes, neben wildem Majoran und vielen anderen. Und er wächst wild bei uns am Wegesrand und auf Wiesen. Genutzt wird der Dost leider meistens als Gewürzpflanze. Man kann ihn entweder trocknen oder frisch nutzen. Der Dost ist nicht nur eine Gewürzpflanze, nein, er ist auch noch eine ganz tolle Heilpflanze. Hier auf dem Bild sieht man es ganz gut. Hier die roten Stängel, die sind leicht behaart, die grünen Blätter und die wunderschönen rosifarbenen Blüten. Ein kleiner Steckbrief des gemeinen Dosts. Die Pflanzenfamilie sind die Lippenblütler, die sogenannten Lamiaceae. Sein wissenschaftlicher Name ist Origanum vulgare und verwendet wird das blühende Kraut und das ätherische Oreganoöl. Die Inhaltsstoffe sind unter anderem Bitterstoffe, ätherische Öle, Kavakrol, Thymol und auch Gerbstoffe und andere. Angewendet wird er bei Venenerkrankungen, geschwollenen Armen und Beinen, Gicht und Rheuma und Erkrankungen der Haut. Und seine Eigenschaften sind antibakteriell, antimikrobiell, antiviral und antiseptisch. Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie Wissenswertes über den Dost. Zuallererst, Sänger lieben einen Tee aus Dost und Salbei. Nichts ölt die Stimme besser als diese zwei wundervollen Kräuter in Kombination in der Thermoskanne, und der Auftritt kann kommen. Das gilt sowohl für Sänger als auch für Speaker, denn die Stimme wird sehr schön geölt. Ein weiterer Name des Dosts ist auch Wohlgemut. Das führt sich darauf zurück, dass vor vielen 100 Jahren es hieß, wenn jemand gebrochen ist oder traurig oder trauert, dann würde ihn der Dost wieder aufrichten. Okay, also das hat sich nicht wirklich bestätigt, aber daher der Name Wohlgemut. Der Dost als Antibiotika? Ja, man sagt einem Inhaltsstoff des Oregano, dem Kavakrol, nach, dass es eines der hochwirksamsten Antibiotika sein könnte, das selbst Patienten mit MRSA heilen kann. Also MRSA, kurz zur Erklärung, ist ein multiresistenter Krankenhauskeim oder ein multiresistenter Keim, zu dem es eigentlich kein Antibiotika gibt, was ihn behandeln kann. Aber erste Ansätze mit Kavakrol sind sehr vielversprechend. Und last but not least, wie fast alle Pflanzen, denen man besonders viel Heilmöglichkeiten nachsagte, ist natürlich auch der Dost respektive der Oregano ein Hexenabwehrkraut. Im Mittelalter hielt sich das Gerücht, dass man mit Dost Hexen entlarven kann. Da man zu dieser Zeit der Meinung war, dass der Dost vor dem Teufel beschützt und Hexen genauso vom Dost abgestoßen werden wie Vampire vom Knoblauch, ging man hin und sperrte die Hexen in einen Raum, in dem Dost verräuchert worden war, und fiel die arme Frau dann wegen Atemnot in Ohnmacht, dann war leider erwiesen, dass sie eine Hexe ist, denn der Dost hatte ja gezeigt, dass sie dem Teufel zugehörig war. Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei. Noch einmal kurz zum Frühherbst. Wie Sie sehen können, in diesem Schaubild hier gibt es im Herbst 3 Jahreszeiten. Im Sommer 3, im Frühjahr 3 und natürlich den großen Winter. Moment. Im kalendarischen Kalender gibt es doch nur 4 Jahreszeiten. Ja, aber wenn Sie sich mit Pflanzen im Allgemeinen und im Besonderen beschäftigen, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, sich einmal zum Thema phänologischen Kalender einzulesen. Das können Sie übrigens auch
auf meiner Internetseite tun. Da gibt's den kostenlosen Kurs Phänologischer Kalender und Sie können sich jede einzelne Jahreszeit anschauen. So, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen für den Dost begeistern. Bleiben Sie interessiert an der Natur, denn die ist ganz wichtig für uns alle.